Hi Leute, willkommen zu Dragon Bebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, ja, was machen wir? Und zwar ein Obsidian-Dolch, also so ein aus Stein quasi mit ein bisschen Holz, denke ich mal. Bin mir jetzt am Überlegen, ein Freund von mir, der einen Ork spielt, der wollte halt ein paar Wurfmesser haben, noch ein paar andere Sachen, aber da mache ich noch separat Videos zu. Ich hoffe mal, das ganze Thema könnte euch vielleicht ein bisschen interessieren, für den Fall, dass ihr auch mal ein bisschen was Rustikaleres an Messer haben wollt, je nachdem, wenn es für euren Charakter passt. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema interessiert euch. Wir sehen uns. Dann wollen wir mal loslegen. Und zwar, ich habe mir eine Schablone gemacht. So soll die Grundform von dem Wurfmesser werden. 10er Matte. Jetzt hoffe ich nur, dass das Stück groß genug ist. Legen wir das Ganze jetzt erstmal hier drauf, nachdem wir es dann doch mal hingekriegt haben. Irgendwie will der weiße Edding nicht so ganz. Jetzt hoffe ich nur, dass ich für lauter Linien, die ich jetzt hier mache, das nachher auch noch den richtigen finde. So. Machen wir erstmal hier. Nicht. Nummer 1. Ich hoffe mal, dass ich überall die richtigen erwischt habe. Ich lasse das alles auf Seite hier. Oh, nicht so 100, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, so Leute, wisst ihr was? Ich habe wieder neues Spielzeug entdeckt. Eigentlich benutze ich ja den Pattex Classic. Jetzt habe ich mir aber Pattex Sprühkleber geholt. Den habe ich auch schon mal ausprobiert. Und das Zeug ist eigentlich ja nicht mal übel. Auf jeden Fall für so Sachen. So. Das war es schon. Das Ganze lasst ihr jetzt ein bisschen antrocknen. Und dann könnt ihr das zusammendrücken. Also ich muss sagen, bin voll begeistert. Also für größere Flächen super. Prinzipiell können auch schon fast direkt hingehen. Das geht eigentlich ziemlich geil mit dem Zeug. Einfach drauf. Ja. Das ist echt Bombe. Dann lasst ihr das ein bisschen trocknen. Und dann könnt ihr das Ganze zurechtschneiden. Bin jetzt hingegangen. Habe schon mal ein bisschen vorgemacht. Habe dann hier quasi alles gerade geschnitten. Das machen wir jetzt schon. Ich sag ja, der Kleber, der ist echt super. Ne? Der ist zwar, ich weiß gar nicht, was der gekostet hat, aber ich glaube, den würde ich öfters benutzen für manche Sachen. Das Messer kann ich auch mal wieder schleifen. Ich habe natürlich auch ein Kleber liegen jetzt. Ich habe ein bisschen die Klinge verklebt. So. Wie gesagt, ich hätte vielleicht jetzt mal ein bisschen länger kleben lassen sollen und noch trocknen. So, dann habe ich das quasi erstmal zurechtgeschnitten. So, die tun wir auf Seite. Wie gesagt, ich habe schon so ein paar Sachen vorbereitet. Bin dann hingegangen
Müsst ihr nicht so genau dann schneiden. Das ist halt nur so das Grobe. Ich hätte es ein bisschen länger trocknen lassen sollen, aber ist nicht schlimm. Bin dann quasi hingegangen, habe das Ganze dann erstmal geschliffen. Also hier drüber und dann hier, dass das alles so ein bisschen rundlich ist. Wäre besser hier vielleicht noch hingegangen, hätte die Ecken noch ein bisschen was flacher gemacht. Ich gucken, Schmirgel, Schmirgel, Schmirgel. Quasi, dass wir hier so ein bisschen runder sind. Kann man machen, muss man jetzt nicht. Und hier habe ich natürlich so richtig rund geschliffen. Ja, also einmal komplett so. So, soweit ist dann der Rohling erstmal. Dann bin ich hingegangen. Habe mir jetzt überlegt, ich mache 2 verschiedene Muster. Bei denen hier bin ich hingegangen, das zeige ich euch mal. Habe quasi ein bisschen größer. Quasi durch so Halbkreise. Naja, mehr oder weniger Halbkreise, mal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Mal gucken, wie das dann wird. Das macht er dann auf beiden Seiten. Wie gesagt, das ist jetzt, ich mache mal 2 Methoden, dann gibt es noch andere wahrscheinlich. Aber ich mache jetzt einfach mal so, wie ich es halt mache. Wie gesagt, alles was ich zeige, sind meine Art und Weise, wie ich sowas herstelle. Andere machen das dann halt anders. Hier machen wir noch ein bisschen größer. Ja. Kann man dann nachher wegschleifen, das ist dann nicht so schlimm. Wie gesagt, hier die Ecken hätte ich vielleicht noch, also hier die, bisschen weg, aber das kann man dann gleich mit dem Dremel wegschleifen. Das geht. Das ist dann nicht so wild. Dann immer so ein bisschen kleiner werden mit den Kreisen. Das heißt Kreisen, so halb. Naja, so richtig Kreise sind es nicht. Also eigentlich mehr so bei mir, eigentlich mehr so Eier. Aber naja, gut Leute. Lassen wir mal dahin gestellt sein, wie es aussieht. So. Dann habe ich jetzt quasi hier soweit gemacht. Und dann habe ich das geschliffen. Das zeige ich euch dann gleich. Dann sieht das quasi aus wie hier. Das mache ich dann mit dem Dremel. Und dann habe ich noch eine zweite Version gemacht. Mit so Linien. Da bin ich noch am Überlegen. Das werde ich wahrscheinlich dann mit dem Lötkolben machen. Und dann werde ich mal gucken, was quasi davon besser aussieht. Dann nehmen wir mal so grob als Unterlage. Und dann fangen wir erstmal an mit dem Dremel. Dass ich euch mal zeige, wie das damit geht. Den habe ich noch eingesteckt, das ist gut. So, und zwar wieder hier so den Aufsatz zum Schleifen. So sieht das jetzt schon mal aus. Ja, das ist jetzt halt mit dem Dremel gemacht. Und dann werde ich jetzt bei der Version noch mit dem Lötkolben mal hingehen. Jetzt können wir hingehen. Bei dem habe ich jetzt so einen Holzgriff gemacht. Das machen wir bei der Version auch. Ich will halt nur mal gucken, dass ich verschiedene Optiken mache. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Dann gucken wir mal. Wir könnten quasi eigentlich hier auch schon mit dem Holzgriff machen, aber na, schauen wir erstmal. Erstmal gucken, wie weit der Lötkolben ist. Dann geht er wieder hin. Mit dem heißen Lötkolben zieht er dann quasi so durch die Holzrillen, die ihr da gemacht habt. Damit könnt ihr das dann glätten und auch noch so ein bisschen vertiefen. Ihr müsst immer dran denken, durch das Latex
geht auch wieder viel Kontur verloren. Also können wir das ruhig ein bisschen, ich sag jetzt mal, kräftiger hervorheben. Ja. Wo auch immer dran denken müsst, dass er halt nicht zu viel Farbe in diese Rillen reinmacht. So. So. Jetzt haben wir das hier schon mal soweit fertig. Dann gehe ich jetzt hier mit dem Lötkolben mal durch. Kann dann nämlich entweder, wie gesagt, entweder mit Heißluft füllen oder halt mit dem Lötkolben, dann das Ganze noch ein bisschen glätten. Das wäre jetzt Version Nummer 1. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Und dann versuchen wir mal die Version hier noch. Jetzt habe ich einmal mit dem Lötkolben und einmal mit dem Dremel gemacht und ein bisschen mit dem Lötkolben. Wenn wir das Ganze jetzt mal latexen. Ich habe leider nur für ein Ding hier irgendwie eine Kordel mitgenommen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, dann machen wir nur das eine, das andere seht ihr ja dann alles, wenn es fertig ist. Dann geht's mal weiter, Leute. Und zwar nehmen wir uns wieder einen Schwamm. Wir fangen jetzt erstmal an und machen das Holz. Nämlich wieder ein dunkles Braun. Muss doch ein bisschen vorsichtiger sein. Ich werde zwar den Übergang nachher mit Leder oder so kaschieren, aber aufpassen, dass das halt nicht zu dick wird und nicht so weit auf das, ich sag jetzt mal, auf den Stein drauf geht. Das Ganze dann relativ dünn wieder drauf bürsten. Das kennen wir ja schon ein bisschen aus dem Video mit der Holzoptik. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, gucken. Ja. Das ist halt wieder ganz normales Latex mit brauner Farbe, Abtönfarbe drin. Ne? Also nichts Besonderes. Wieder ganz dünn, also relativ dünn drauf. Wieder halt trocken bürsten. Ne? Dann ist es auch relativ schnell trocken. Müsst ihr nicht ganz deckend wieder machen, aber das kennt ihr ja schon aus dem Video, wenn ihr das schon gesehen habt mit der Holzoptik. Also das ist dasselbe, was ich da quasi auch zeige. Ne? So. Das lassen wir dann ein bisschen trocknen, beziehungsweise ne, brauchen wir eigentlich nicht, haben wir bei den anderen ja auch nicht gemacht. Gehen wir einfach schon mit dem nächsten. Obwohl wir das Ganze nachher relativ dunkel machen werden, weil das soll ja für Orks sein. Da sieht so helles Holz nicht wirklich passend aus. So, dann nehmen wir mal das mittlere. So, dann haben wir die zwei schon mal. Prinzipiell das ganz helle, das Ocker brauchen wir eigentlich gar nicht, aber ich nehme es einfach trotzdem mal. Das waren wieder die 3 Brauntöne. Gehe ich jetzt noch hin, weil ich das Ganze ja relativ dunkel haben will. Dann haben wir jetzt das Schwarz drauf. Na, dann wollen wir mal gucken. So, das ist jetzt Silber. Ich noch ein ganz kleines bisschen. Dann habe ich einen Pinsel, wo nur hier vorne so. Mal gucken, ob das funktioniert. Ein bisschen was
rausschneiden. Und jetzt habe ich mal überlegt, dann die Optik quasi so mit einem Pinsel so ein bisschen zu machen. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal trocknen. Dann wollen wir mal weitermachen, Leute. Ups, bin ein bisschen voll gebröselt hier. So. Ich nehme dafür den glänzenden, weil so Obsidian und so, das ist ja meistens immer so ein bisschen am Glänzen. Bin mal gespannt, wie es nachher aussieht. Dann nehme ich noch 2 Stücken Kordel, um das nachher aufzuhängen. Das hängen wir auch mal auf Seite. Und dann lassen wir die 2 Sachen erstmal komplett trocknen. Und dann machen wir die zweite Hälfte. Also das Holz. Ich habe mir jetzt noch ein paar Lederriemen aus meiner Wurstelkiste geholt. Ein bisschen Antik-Finish, diesmal in schwarz, weil das ja relativ dunkel. Wieder ein Handschuh. Und doppelseitiges Klebeband. Ein paar Schwämme habe ich ja hier immer rumliegen. Jetzt bin ich am Überlegen, wie breit wir den Streifen hier machen. Ich glaube, den mache ich ja nicht mal ganz so lang. Vor allen Dingen nicht ganz so breit. Ja. Hoffentlich fällt das noch wieder ab. Ja, doch geht. Ja, mal schauen. Zwar will ich ja hier den Übergang so ein bisschen kaschieren. Gespannt, ob das funktioniert, so wie ich mir das hier so vorstelle. So, könnte klappen. So, was nehmen wir denn hier für Lederriemen? Was haben wir denn hier so? So, nehmen wir einfach das hier. Ein bisschen schmalerer Streifen hätte wahrscheinlich auch gereicht. Naja, gut. Schere. Verkleben wir dann gleich. Sieht gut aus. Lassen wir so raus. Ein bisschen auf Seite. Gucken wir mal, das Schwarze habe ich auch noch nicht so ausprobiert. Ich glaube, das kann man so lassen. Ja, Leute, die Dinger sind soweit fertig. Das werden dann insgesamt 12 Stück werden. Werde ich auch noch ein paar machen, die so ein bisschen vergiftet aussehen. Da kommt dann noch so ein bisschen grün an die Klinge, weil das soll halt für den Ork werden, der auch gerne Gift benutzt. Ne? Weißt du Bescheid, Ingo, mit Dingem Guruk, dein alter hässlicher Ork da mit seinen Kettengliedern überall drin als Neid. Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Es gibt wahrscheinlich auch noch schönere Methoden, um das mit dem, ja, ich sag jetzt mal, weiß nicht, Feuerstein oder was auch immer, Obsidian, obwohl für, na, da ist was runtergefallen. Wie gesagt, da gibt es vielleicht auch noch andere Methoden, das schöner hinzukriegen, aber ich habe es jetzt einfach mal so gemacht, weil das relativ simpel bleiben sollte. Und naja, jetzt werde ich dazu auch noch passend ein paar Wurfäxte machen. Das gibt es dann in einem meiner nächsten Videos. Bin auch schon dran, aber das seht ihr ja dann.
Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Projekte. Dann hoffe ich mal, dass ihr das Abonnieren nicht vergesst, ne? Und die Klingel bzw. die Glocke nicht vergessen, dass ihr halt keins meiner Projekte verpasst. Dann sehen wir uns dann wieder bei einem meiner nächsten Projekte. Freue mich schon auf euch. Danke für die ganzen Abos die letzte Zeit. Oder generell alle Abos schon. Macht mir riesen Freude, Leute. Ich hoffe, die Videos gefallen euch auch. Dann sehen wir uns. Wir sehen uns.